Willkommen auf Marios Channel. Heute ersetzen wir einen neuen Fahrradschlauch. Am Hinterrad benötigte Werkzeuge und Materialien: 1 Ersatzschlauch, 2 Reifenheber mindestens 2, 3 Luftpumpe, 4 optional Flickzeug für den Schlauch, falls du den alten Schlauch reparieren möchtest. Schritt für Schritt Anleitung. 1. Das Fahrrad sicher positionieren. Stelle das Fahrrad auf eine ebene Fläche und sorge dafür, dass es stabil steht. Zum Beispiel, indem du es auf den Kopf stellst oder es mit einem Ständer sicher positionierst. 2. Das Hinterrad ausbauen. Löse die Bremse, indem du den Bremshebel zusammendrückst und die Bremse entriegelst. Danach öffnest du die Schnellspanner oder löst die Muttern des Hinterrads, um es zu entfernen. 3. Den Reifen entleeren. Verwende das Ventil am Schlauch, um die Luft aus dem Reifen vollständig abzulassen. Drücke den Ventilkern, falls vorhanden, in das Ventil, um es zu öffnen, und lasse die Luft entweichen. 4. Den Reifen vom Felgenrand lösen. Verwende die Reifenheber, um den Reifen vorsichtig vom Felgenrand abzulösen. Setze den Reifenheber zwischen Reifen und Felge ein und hebe den Reifen über den Felgenrand. Platziere den Reifenheber so, dass der Reifen nicht wieder zurückrutscht. 5. Den alten Schlauch entfernen. Entferne den alten Schlauch vollständig aus dem Reifen. Achte darauf, dass du das Ventil als Referenz behältst, um sicherzustellen, dass du den neuen Schlauch richtig einsetzt. 6. Den neuen Schlauch einsetzen. Setze den neuen Schlauch in den Reifen ein. Beginne dabei am Ventil und arbeite dich gleichmäßig um den Reifen herum. Achte darauf, dass der Schlauch nicht verdreht wird und dass er vollständig in den Reifen passt. 7. Den Reifen wieder auf die Felge bringen. Beginne am Ventil und arbeite dich wieder um den Reifen herum. Achte darauf, dass der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Du kannst dabei leicht mit den Händen arbeiten, um sicherzustellen, dass der Reifen gleichmäßig auf der Felge sitzt. 8. Den Reifen aufpumpen. Verwende eine Luftpumpe, um den Reifen auf den empfohlenen Druck aufzupumpen. Die empfohlene Druckstärke findest du normalerweise auf der Seitenwand des Reifens. 9. Den Reifen auf Schäden überprüfen. Überprüfe den Reifen sorgfältig auf eventuelle Schäden oder Fremdkörper, die zu einem erneuten Platten führen könnten. 10. Das Hinterrad wieder am Fahrrad anbringen. Viel Spaß bei der Reparatur.